Wir sind jetzt hier, nicht in Bangladesch, wir sind immer noch in den Red Reef Studios. Aber ich finde, du hast das richtige Outfit für... Wo bist du bitte der Chauffeur? James. Mal herzlich willkommen beim Red Reef Video Magazin mit einem neuen monatlichen Daily Vlog und wir sind jetzt im November und die ersten Tage haben wir auf jeden Fall noch mit Videoschnibbelei und Macherei verbracht und vor allem mit dem Drop der Shirts, die jetzt neu bei uns im Shop sind und auch dem Drop unseres ersten eigenen Buches Australia Amusement Tour und ja, das Buch haben wir noch nicht hier, aber das könnt ihr die ganze Zeit schon vorbestellen. Jetzt, wenn dieses Video kommt, theoretisch vielleicht auch noch und es müsste dann auch bald, ganz bald hier sein, das seht ihr aber dann in den nächsten Videos. Ich bin gerade hier on the run, noch ein Video zu machen. Vielleicht kommt ihr einen kleinen Moment mit. Ich weiß nicht, wie gut das funktioniert. Es scheint ein wenig zu funktionieren. Ich brauche nämlich noch Licht. Und ohne Licht geht hier ja nichts. Also geht schon, aber mit Licht macht das ganze Leben leichter. Ich habe nämlich jetzt noch eben ein Review, was ich heute veröffentlichen möchte. Das muss ich jetzt noch drehen und mache direkt noch ein zweites für irgendwann später mit, weil auch der gleiche Park. Also ein Review über eine Bahn und dann alle Achterbahnen von. Geht es ums Juice Sommerland. Hier haben wir übrigens noch Coaster Cutout und vor allem Nano Coaster, die demnächst nochmal in einem Livestream gebaut werden sollen. Und ich starte jetzt das Video hier und dann sehen wir uns gleich hier wieder. Wir haben nämlich heute noch ein bisschen was anderes vor, aber erstmal muss das Video jetzt gemacht werden. Boah, das sieht ja richtig schick. Den habe ich aber selber gemacht. Wir sind jetzt hier, nicht in Bangladesch, wir sind immer noch in den Red Reef Studios, aber im Basement. Erzähl mal weiter. Ich erzähl mal weiter. Und ihr habt ja gesehen, im Shop gibt es neue Shirts und andere Dinge. Und die machen wir jetzt nämlich auch selbst. Und dadurch können wir euch mehr Designs und mehr Farben anbieten. Also mehr Designs klingt jetzt mehr als es ist. Wir haben das Logo normal klein auf der Brust. Bisschen Understatement, nicht so laut. Und das Städteshirt haben wir neu aufgelegt. Das gab es ja bei einem externen On-Demand-Anbieter. Und das haben wir jetzt wieder in Eigenregie. Und machen es auch wieder selber und dann ist es von der Qualität auch viel geiler. Haben jetzt gerade so unsere ersten Baby-Steps, die wir machen. Haben uns Samstag damit überhaupt erstmal so richtig beschäftigt. Also natürlich haben wir uns im Vorfeld damit beschäftigt, was wir hier tun. Aber am Samstag war Marcel hier von Fingerprinty und Fingerprint. Ja, Fingertips. Genau, und der macht das ja auch im kleinen Rahmen und hat uns ein bisschen noch was gezeigt, Knowledge mitgegeben. Und einfach das mit jemandem zusammen einmal machen, der das kann, ist immer irgendwie, ja, weiß nicht, wie mit Stützrädern fahren. Aber grundsätzlich ist das eigentlich relativ klar, was wir hier tun. Und das ist sonst nicht so bei uns der Fall. Haben jetzt auch festgestellt, dass wir noch so 2, 3 Sachen brauchen, um hier ein bisschen besser arbeiten zu können. Und auch alles allgemein noch mal ein bisschen hier switchen. Aber das passiert dann jetzt die nächsten Tage, beziehungsweise heute noch. Wir wollen dann auch das Lagersystem, wie wir es jetzt haben, ein bisschen anpassen und ändern. Und das ist auf jeden Fall viel Schlepperei, macht aber viel mehr Sinn im Vergleich zu dem, was wir jetzt gerade machen. Vielen Dank für euren Support direkt. Also wir haben die gestern online gestellt, die Sachen. Direkt Bestellungen von euch mit dabei. Vielen Dank, nicht nur für den Support, auch für euer Vertrauen. Die Sachen sind halt auch geil. Also da geben wir uns ja wirklich seit Jahren viel Mühe. Deswegen auch nicht mehr diese On-Demand-Geschichten. Also wir drucken quasi auch On-Demand, aber
dass wir es selbst in der Hand haben und selber die Qualitätskontrolle haben. Das ist uns extrem wichtig. Also morgen werden sie nicht da sein, aber übermorgen werden dann die Ersten ihre Sachen haben. Schade, aber da haben wir jetzt noch heute zu viel Videokram schneiden müssen und anderen Kram machen müssen, aber gut. Ja, sehr geil. Also ich finde es geil, mir macht Spaß. Uschi ist voll gestresst, weil du hast die Verantwortung, dass es gerade ist. Man hört dich nicht. Wenn das schief ist, ihr seht ja die ganze Zeit, der Bro richtet das aus. Das könnt ihr ja die ganze Zeit sehen. Also wisst ihr, wer schuld ist, ne? Aber wir haben die alle einmal in der Hand gehabt und selber bedruckt. Also sorry, wie viel Fan-Moment will man denn noch haben, wenn man so ein T-Shirt anhat? So, Freunde der Sonne, war ein bisschen on the run und habe mir einen Nachmittag frei genommen. Also morgens natürlich gearbeitet und abends auch wieder. Ein bisschen entspannt, einfach mal was malen und den Kopf frei kriegen. Und ja, Hardcore die letzten Tage echt am Schneiden wie gestört und andere Sachen am Machen. Und da ist auch eine positive Ablenkung und Abwechslung. T-Shirts machen, ich finde es total geil, das macht einfach nur Bock. Und man hat immer die Kontrolle über die Quality. Und jetzt sind wieder ein paar neue Kartons geordert. Wir können ja nicht nur Kartons recyceln, soweit es geht, recyceln wir ja Kartons. Aber ab und zu braucht man auch ein paar neue. Und die müssen jetzt natürlich wieder für euch ready gemacht werden, damit die aussehen, wie sie aussehen. Weil die sind ja alle bei uns ja, individualisiert, dass ihr ein bisschen so Right-Review-Design habt, wenn ein Paket von uns kommt. Und das machen wir jetzt nicht nur bei denen, die wir recyceln, sondern auch bei allen neuen. Genau, ein paar kleine kommen demnächst auch noch. Aber dann ist das jetzt gerade erstmal Stand der Dinge. Ja, wir haben irgendwie die letzten Tage nur geackert und das von frühmorgens bis spät abends. Viel geschnitten, viel T-Shirts gemacht. Voll geil, das macht richtig Bock. Ihr dürft immer noch ordern, keine Frage. Und ansonsten waren wir dann gestern Abend endlich mal nicht am Arbeiten. War ja Lokalderby. Der Borussia Mönchengladbach hat den 1. FC Köln empfangen. Wir waren nicht im Stadion, andere Leute, die gar nicht hingehörten. Haben aber trotzdem bei Sky das Spiel verfolgt, bei Freundinnen, und haben bis 3:30 waren wir noch da. Ne? 3:30 waren wir zu Hause. Ey, ja, das ist ja Grund genug, jetzt wieder unterwegs zu sein. Das ist jetzt Nachmittag, ne? Mittag. Aber wir fahren jetzt im Moviepark Germany mit ein paar Halunken. Letztes Halloween Horror Festival. Einfach so. Wir besuchen auch einfach mal so einen Park und machen kein Video. Und danach wird es wieder sehr wild und echt. Die unschönen Seiten kommen wieder zum Vorschein. Aber dazu dann später mehr.
erstmal einen kleinen Blick über den Rhein. situation isn't looking too good. Old couch with a new set of stains. If you got money in your pocket, I could go for some change. I said I'm too young to be acting my age. Yeah, I'm so ironic when I'm hiding the pain. Let's call it bad luck. I'm so easy to trip. If you got magic. Jetzt nicht. Hast du mir einen getürkten Becher genommen? Ja, den neuen schon. Camp baut auch schon wieder zu, ne? Fahler, glaube ich. If you have anything really. Cause all I got is conversations with strangers pumped up and ready to go. On and So on Leute, wir haben es geschafft. Wir sind quasi in Plön angekommen. Gerade hier noch beim Edeka eben reingestratzt. Was Wurst geholt, ein Brötchen trockenes, weil die haben hier nichts Belegtes. Aber hier gibt es einen Bäcker, der aufhat. Montags hier in der Region alle Bäcker geschlossen. Wir waren nämlich gerade auf der Suche und sind auch bei ein paar vorbeigekommen. Die haben Montag Ruhe. Da habe ich auch noch nicht so gesehen. Ja, 3 Stunden am Rastplatz kurz die Äuglein zugemacht, sitzt ein bisschen nach hinten, fertig ist die Lauge gewesen und dann eigentlich ganz gut durchgekommen, sehr viel Nebel gewesen, aber das Nachtensfahren ist natürlich sehr angenehm. Und jetzt fahren wir rüber zum Park und dann drehen wir den nächsten Teil der Baudoku zum neuen Multi-Launch Watercoaster im Freizeitpark Plön, der dieses Jahr eröffnen wird. Ihr wollt halt ja sehen, wie das gebaut wird. Freizeitpark Plön, Ride Review Raptor, Oshi Raptor, aber Facelift. Und der hat eine Lampe. Da. Ich finde, du hast das richtige Outfit für... Ich habe meine Tasche gar nicht mit. Das ist auf jeden Fall American. Oh, wie geil ist das denn? Wo bist du bitte der Chauffeur? James. taxi. I think I said something funny, but I forgot what it was. I'm getting through the knockouts every week and sleep until somebody call. Got an
Hast du nicht Mandy genannt? Und in eine Kantine jetzt gehst. Schlemmerkantine. Frühstück, I wanna be that guy with the tie, lady with the pink Corvette, with a baby in a bed, yeah. Wanna close my eyes, wake up in a beach house, no doubt, red sunset. Wanna be someone that I can't be, wanna jump up one space to the front seat. Wanna be that clean guy in a taxi, but I got Meld mich mal monatlichen Daily Vlog. Das ist Lounge 2 vom neuen Multi-Lounge Watercoaster hier im Freizeitpark Plon. Und dann geht's hier nach oben und an dem Kollegen vorbei hier. Voll geil. Wollte ich euch einfach mal mitgenommen haben. Wir drehen hier gerade den zweiten Tag und hatten gestern einen feinen Abend. Und ja, drehen jetzt so weiter. Das Wetter ist so, weiß noch nicht, was es will. Aber hinter mir, man sieht jetzt gerade ein bisschen Sonne kommt wieder. Die war eben da, ist weggegangen und kalt ist es auch. Aber Spaß haben wir. Das ist ja Baustelle, Achterbahn. nowhere to go. 'Cause all I got is conversations with strangers, pumped up and ready to go. On and off with somebody back in the backseat. I think I said something funny, but I forgot what it was. I'm getting through the knockouts every weekend, sleeping to somebody call. Got an album for it that's reading of me. I wanna be more than I wanna be. I don't wanna be me. Don't wanna be Ja, back in town. Wir sind gestern Abend dann noch aus Plön zurückgefahren. Waren ja noch mittags essen. Ich glaube, das habe ich noch kurz erwähnt gehabt. Mit Leuten, die in Plön waren, geschäftlich. Und dann sind wir mit denen noch unterwegs gewesen. Plön wieder 1A Gastgeber. Und cool, was gedreht. Nicht nur ein Bauupdate, sondern auch noch ein anderes Video, was demnächst kommt. Jetzt muss ich erstmal kurz gucken, wie rum sind die dann richtig. So rum sind die dann richtig. Das heißt, die Seite müssen wir machen. Das heißt, wir liegen so schon theoretisch richtig. Yep. Neue Kartons sind am Start. Hatten wir jetzt schon, aber das ist jetzt nochmal die andere Größe. Wir brauchen beide Größen. Das muss ich jetzt auch nochmal kurz vorbereiten hier. Und gleich muss das Auto auch noch weg. Das geht nämlich in die Werkstatt, weil ja nach kurzer Zeit schon die Ölwanne undicht ist. Geil, aber Guarantee, ne? Hast trotzdem die Fahrerei, Lauferei und musst irgendwie eine Woche für einplanen. Finde ich auch spannend. Ist aber jetzt nicht schlimm. Das haben wir nämlich auch extra auf diese Woche gelegt. Also ich wollte eine Woche früher, das wäre natürlich doof gewesen. Aber wir sind nämlich jetzt nach Hause gekommen. Koffer sind wir noch quasi am Auspacken und können den nächsten Koffer schon wieder packen. Denn übermorgen geht's nach Orlando, Florida. Ja, irgendwie müssen wir, irgendwie freuen wir uns, wie überraschend, aber irgendwie auch zu wenig Zeit, die wir dann haben, weil wir haben irgendwie auch nur 8 Tage, nee 9, egal, irgendwie so in den Dreh rum und sind halt zum Beispiel auch nicht bei Disney, voll doof und so, aber wir haben das zeitlich irgendwie nicht, wir haben nicht mehr Zeit eingeplant und überhaupt nichts eingeplant, weil wir zur Messe fliegen und Epic machen wir auf jeden Fall. Wir machen auch Busch Gardens und SeaWorld und ein bisschen was ist noch offen. Aber gut, das übrigens, die Leute, die sich aufgeregt haben, wirklich ernsthaft aufgeregt haben und uns beschimpft haben, also ernsthaft sauer waren und uns beschimpft haben, dass wir bei unserer Can America Tour Epic Universe nicht besucht haben. Alter, das war da schon klar, dass wir zur Messe fliegen. Dann fliege ich nicht dann hin und her, nur weil du unbedingt von mir was sehen willst und wenn ich das nicht mache, so krass sauer bist, dass du mich beleidigst. Alter, was ist das? Also, unglaublich manchmal. Ein bisschen schade, dass vorher noch nicht die zweite USA-Tour, die wir dieses Jahr gemacht haben, online gegangen ist. Da hätte sich wahrscheinlich derjenige oder diejenigen, waren ja mehrere, noch mehr aufgeregt. Es wäre noch viel witziger geworden. Die kommt aber jetzt bald. Ich bin immer noch dran. Aber es hat er mich verloren. Genau, ich mache jetzt mal eben hier die Kartons weiter. Wie das aussieht, hat bei dem Video schon im Zeitraffer gesehen. Genau, let's go. Das glaube ich schon mal nicht, dass Grabterra im Kings Dominion so lang ist. Aber ich noch viel weniger glaube, dass die Bahn so hoch ist. Gestern habe ich mich hier
totgeschnitten und heute auch noch weitergemacht, aber auch News geschrieben, Reels geschrieben, die sind jetzt gerade gedreht worden, muss ich auch noch, die News vor allem muss ich noch schneiden, die sind für morgen und wir fliegen morgen und wir sehen, wir haben schon ein bisschen Zeit verloren vom Tag und Intermin öffnet jetzt diesen Karton. Eigentlich öffne ich den mit dem Intermin-Messer. Holy hat was geschickt. Ich habe die Befürchtung, dass ich weiß, was es unter anderem ist und dass ich nicht weiß, was es ist. Aber das lernen wir auch dann zusammen jetzt hier kennen. Ja geil. Okay, da freue ich mich. Es gibt nämlich die Aufgabe, hier nichts zu zerstören und einen neuen Hoodie. Oh, das ist ja geil. Das ist sehr geil gemacht. Guck mal, die Folie ist geprintet und dahinter ist der Stick auf dem Hoodie. Das matcht genau, wenn es hier nochmal drin liegt. Da hat aber jemand ordentlich gefaltet und gepackt. Gestickte Hoodies haben wir, glaube ich, auch noch in kleinen Größen. Okay, der ist sehr schick. Vorne Mitte klein habe ich auch vor, noch was zu machen bei uns, aber dann gedruckt. Und die Rückseite, geile Farben, gefällt mir auch sehr gut. Ich habe auch gesehen, dass ihr echt Bock habt auf coole Farben bei uns im Shop. Wart ihr auf jeden Fall offen gegenüber dem, was ich mir gedacht habe mit diesen Peachy-Shirts. Und ich finde auch das Blau ist halt cool, wenn ihr keinen Bock auf Schwarz habt, was anderes haben wollt, was aber irgendwie trotzdem nice sein soll. Möchte jemand Frosty Fox haben? Geisteskrank, weil der einfach echt nach diesen blauen Bonbons schmeckt und du dann diesen freien, frischen Atem hast. Butterfly, Digga, das Ding kommt immer wieder neu. Ich habe auch von vielen schon gehört, dass ihr diese Sorte liebt. Deswegen legen die Bubblegum auch immer wieder auf. Dann ganz normal und cool ist der Root Rough Wolf. Das ist, glaube ich, Waldmeister. Darf ich das schon zeigen? Ich muss eben gucken. Hier ist wieder so ein roter, streng vertraulich Zettel bei. Bitte nicht vor dem 20.11. zeigen. Kampagnenstart 23.11. um 12 Uhr. Ja genau, die Holy Black Week. Das hier kommt am 1.12., 2.12. Dann kann ich euch das zeigen. Vielleicht habt ihr auch die Black Week verpasst, aber ich habe es auch irgendwo anders nochmal gesagt. Cotton Candy Caterpillar. Bar und wie geil ist das denn? Das ist spannend, das müssen wir auf jeden Fall noch probieren. Ja, sehr nice. Holy Shop, Link in der Videobeschreibung. Ihr kennt das ganze Spiel ja. Und ich mach mal hier weiter. Never as good as it should be. It's always the same. If you got money in your pocket, I could go for some change. If you got money in your pocket, I could go for some change. If you got money in your pocket, maybe. 'Cause all I got is conversations with strangers, pumped up and ready to go. On and off with somebody back in the backseat. I think I said something funny, but I forgot what it was. I get caught up, knockouts every weekend, sleeping till somebody call. Got an L on my forehead that's reading love me. I wanna be more than I wanna be. So Leute, ich weiß nicht, ob mir das einer erklären kann, warum die Deutsche Bahn keinen gelben Sack mehr hat hier, wie hier Plastik, ne? Aber jetzt kam gerade hier eine Dame und hier ist eine Apfelkitsche drauf gemalt und die hat ihre Apfelkitsche, stand hier mit der Apfelkitsche in der Hand, hat überlegt und hat sie in Papier geworfen. Dann ist sie gegangen und kam mit einer Papierserviette wieder und hat überlegt und hat sie da reingeworfen. Wie kann man so falsch im Leben sein? Und wo sind die gelben, wo ist der Plastik? Reisen haben am meisten Plastikmüll, würde ich mal behaupten. Wo ist das? Wenn ich sehe, wie viele Pappbecher da drin sind, die hierhin gehören, bringt das alles wieder nichts. Ja, Leute, ich melde mich nochmal im monatlichen Daily Vlog. Wir sind gerade in Frankfurt am Fernbahnhof, sind gerade gelandet. Discover, das ist eine Airline, da werde ich auf jeden Fall kein Fan mehr von. Und ja, aber wir sind zurückgeflogen aus Orlando, haben euch da in dem ganzen Vlog mitgenommen. Ich weiß nicht, wann der kommt, ob der schon da war. Auf jeden Fall zeitnah wird das Ganze hier zu sehen sein. Und haben
in Disney Springs aufgehört mit dem Vlog und sind dann zum Flughafen, haben da noch ein paar Leute schon vor der Sicherheitskontrolle getroffen, dann sind wir rein, haben da nochmal Leute getroffen, haben das deutsche Eck in der Lounge eröffnet quasi, hatten da auf jeden Fall Späßchen im Flugzeug, wie auf dem Hinweg schon, ein großes Hallo und wir steigen hier immer ziemlich spät ein, weil wir nicht lange in diesem Flugzeug sein wollen und wir sitzen ganz hinten, also ja, Flugzeuge werden irgendwie für meinen Geschmack falsch rumbeladen, immer mit den Menschen. Aber wie auf dem Hinflug war das schon ein Hallo durch die Reihen gehen. Hallo hier, hallo da, kurzer Talk da, hier mal gegrüßt. Und am Kofferband das gleiche jetzt gerade wieder. Es ist ziemlich kurios auf jeden Fall. Es gibt scheinbar nicht allzu viele Alternativen, wie man fliegen kann. Aber das war jetzt schon witzig, am Hin- und Rückweg auf jeden Fall rappevoll, die Kiste mit Leuten, die man kennt. Wäre auf jeden Fall dramatisch gewesen, wenn wir abgestürzt wären, weil da hätten wir uns alle gegenseitig verloren und keiner hätte irgendjemanden betrauern können. Jetzt sitzen wir hier, oder stehen hier besser gesagt. Ich hocke gerade, weil ich bin hier ganz nah an dem Mikrofon. Man hört sonst, glaube ich, nichts, weil die schreien ja auch alle hier durcheinander und es halt, du verstehst gar nichts. Und fahren jetzt mit dem IC nach Köln und fahren nicht mit der Bimmelbahn weiter nach Hause, sondern fahren dann zu R&S und holen den Rappy ab. Der war nämlich für ein paar Tage in der Werkstatt. Der hatte mich nach 2,5 Jahren einfach mal eine undichte Ölwanne gehabt. Musste ein paar Tage da stehen und ist fertig. Und ja, dann sparen wir uns das Hin- und Hergefahre und sammeln den Wagen ein und fahren dann weiter nach Hause. Wir sind wieder zurück und es hat auch wunderbar geklappt, mein Plan mit dem Auto abholen, bis zu dem Moment, wo ich gemerkt habe, Mist, wir müssen den auch noch tanken und gegenüber ist nur eine Aral und die hatte noch nicht mal Diesel, nur Ultimate Diesel, das kommt jetzt nicht in den Traktor. Aber ansonsten ein paar Meter gefahren, mehr oder weniger. Wenn man eine andere Route nimmt, lag da noch eine Tankstelle auf dem Weg. Und dann haben wir noch ein bisschen was schnell eingekauft, damit wieder was im Haus ist. Und dann haben wir gestern es echt geschafft, dann noch bis 21 Uhr wach zu bleiben. Und geschafft, weil das ja dann quasi jetzt nicht mehr in dem Rhythmus ist, in dem man sich jetzt gerade eigentlich befindet. Bei mir war aber auch dann um Mitternacht die Nacht schon wieder vorbei, habe dann 1,5 Stunden versucht, ich muss weiter schlafen, hat nicht geklappt, aufgestanden, habe dann weiter Videos geschnitten, bis so 6, halb 7, glaube ich, habe ich nochmal hingelegt, dann bis 9:30 und dann habe ich jetzt gerade nochmal eine Stunde Mittagsschlaf gemacht, so, und hoffentlich kriege ich es dann jetzt heute Abend hin, ein bisschen länger und dann die Nacht durch und dann bin ich wieder da, wo wir hingehören, zeitzonenmäßig, das ist immer ab und zu, auch schön. Mit dem Jetlag halt ein bisschen schwierig, mal klappt es besser, mal schlechter, aber schauen wir mal. Aber was schlecht ist auf jeden Fall, kommst nach Hause und wir haben es halt vorher schon so grob umrissen bekommen. Und zwar haben wir jetzt ein tolles Projekt vor uns. Also es war geplant, dass wir mittelfristig eine neue Küche irgendwie brauchen, weil die Küche, die wir jetzt aktuell haben, war vor 25 Jahren oder was in einer anderen Wohnung bei meinen Eltern. Da habe ich sogar noch zu Hause gewohnt. Da war das Ganze ein U. Dann 2009 ist diese Küche da rausgekommen und kam hier in einen anderen Raum, weil wir dann umgezogen sind und dann wurde dann aus dem U quasi so ein Viereck, irgendwie so quadratisch wurde die ganze Küche dann umgebaut von einem Schreiner auch. Und dann vor 6 Jahren kam die Küche hier rein und wurde einfach nur Frankensteins Monster-mäßig hier von mir reingefriemelt. Es gab all die Jahre über jetzt keine neue Arbeitsplatte, so sieht die jetzt auch aus. Die Anordnung von allen Sachen ist total Murks und so weiter und so fort. Das ist das eine. Deswegen ist die Mission mittelfristig, sollte man vielleicht dann sich mal darum kümmern. Dieses Projekt wurde jetzt einfach mal vorverlegt auf jetzt. Denn wir haben einen kleinen Wasserschaden. Und so, dass hier so viel Wasser in der Küche ausgelaufen ist, durch 2 Risse in der Spülmaschine, im Schlauch von der Spülmaschine, im Wasserschlauch. Und diese 2 Risse haben dafür gesorgt, dass dann die ganze Wasser ausgelaufen ist, während wir nicht da waren. So, dass
im Keller auf einmal Wasser von der Decke kam und das meine Mutter gesehen hat, die da gerade unterwegs war und sie gefragt hat, was ist denn da drüber? Und dann gemerkt hat, dass unsere Wohnung da drüber ist. Mit der Küche an dieser Stelle. Und die hatten einen Schlüssel und gecheckt und ja, alles unter Wasser. Der Boden muss wohl wahrscheinlich komplett raus und die Küche ist natürlich auch jetzt endgültig eine Fritten. Boah, habe ich keinen Turn drauf und vor allem habe ich echt so 2 linke Hände, was das angeht und weiß auch nicht, ich will nicht zu viel Geld ausgeben, ich will aber auch was Vernünftiges haben, am liebsten was genau geplant ist, damit dann wirklich der ganz, ganz geringe Platz, der nur da ist, optimal und sinnvoll genutzt wird. Andererseits hätte ich es auch gern aufgebaut, damit das irgendwie gut wird, aber wahrscheinlich ist das budgetmäßig dann wieder auch eine Katastrophe. Ich habe keine Ahnung. Ja, wenn da jemand weiß, wo man geil irgendwie, was da sinnvoll ist für eine geile Küche, für kleines Geld. Ich weiß, immer das Beste für einen kleinsten Preis, das will jeder. Also es geht jetzt nicht darum, dass es nichts kosten soll, aber macht es überhaupt Sinn, dass ein Küchenplaner plant und baut? Oder ist dieses, nimm dir einen Tag Zeit, setz dich bei Ikea mit deinen Maßen hin, plan dir da selber was und dübel das irgendwie selbst zusammen sinnvoller? Keine Ahnung. Außer Kühlschrank brauchen wir auch alle Geräte, weil die Spülmaschine ist jetzt in den Fritten und Herd und Ceranfeld sind auch Wanderpokale, die inzwischen hier gelandet sind. Da habe ich keine Zeit für gerade, mich da rein zu fuchsen. Also vorher gab es dafür kein Turn, jetzt habe ich keine Zeit, weil in der Tour-Serie bin ich die ganze Zeit am Schneiden, die jetzt kommen soll, damit die auch überhaupt noch dieses Jahr kommt, damit die sinnvoll kommt und ich mir deshalb auch wieder was aufgebürgt habe, damit das Ganze noch viel cooler wird. Das ist auf jeden Fall jetzt schon mal Stand der Dinge. Jetzt wird auf jeden Fall weiter geschnitten. Und dann gibt es auch noch viele andere Problemchen, die zu lösen sind. Und Riesenprobleme eigentlich, die zu lösen sind. Aber das ist jetzt erstmal Stand der Dinge, den ersten Tag, den wir komplett wieder hier sind. Juhu. Toulouse. Haben wir ein Paket von Airbus. Das wäre doch was. So Leute, wir sind gerade aus dem Tiefschlaf gerissen worden. Wir sind noch in einer anderen Zeitzone. Und Uschi ist ja auch noch sterbenskrank. Ich habe die Vermutung, dass ich weiß, was das ist. Danke. Und zwar sind das die Bücher, unser erstes Buch, was wir geschrieben haben. Und ich habe gedacht, das gucken wir uns einmal zusammen an. Deswegen habe ich Uschi gerade doch aus dem Bett gezerrt. Ja, okay, das ist. Ja. Oh. Verrückt. Sind das 2 zusammen? Ja, das sind 2 zusammen. Damit man die auch nicht eingeschweißt verschicken kann. Alter, ist das witzig. Willst du auch direkt eins in der Hand haben? Ist das krass? Wir gucken zusammen. Das haben wir gut gemacht. Das hat funktioniert. Ich bin beeindruckt. Ich bin auch sehr überrascht, dass das geklappt hat. Das sieht gut aus. Das fühlt sich gut an, das sieht gut aus. Das ist von der Größe so, wie wir es wollten. Ja, ein paar davon haben wir noch, glaube ich, ne? Ja. Zum Vorbestellen. Nee, nicht vorbestellen. Jetzt ist kein Vorbestellen mehr, jetzt ist es da. Review-shop.de. Da könnt ihr euch das jetzt noch ordern. Limitiert, sollte man wissen, es gibt insgesamt nur 150 Stück und die werden auch nummeriert. Das sollte man wissen. Deswegen haben wir nämlich das Vorbestellen gemacht, damit wir wissen, wie viel wir ordern und war das mal cooler hier. Hey!
willst, es geht drunter und drüber. Ich muss mich natürlich nochmal melden. Wir haben die ganzen Bücher jetzt schon mal vorbereitet und mussten dann aber auch los zum Moviepark Germany. Da waren wir gestern beim Preview für Hollywood Christmas. Startet heute. Und gestern gab es dann halt für Presse und ein paar geladene Gäste halt diese kleine Preview, letzte Generalprobe. Und da schneide ich gerade das Video zu. Das kommt heute online, damit ihr das auch natürlich alles schnellstmöglich seht. Richtig cool, richtig geil, American kitschig, aber mit Qualität. Nicht so, wie es drüben in den USA ist, wo einfach wild irgendeine random Lichterkette an eine Palme getackert wird, sondern halt schon ein bisschen mehr mit Sinn und Verstand. War auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ja, das wird jetzt geschnitten. Viele andere Sachen werden geschnitten. Das geht drunter und drüber. Aber ja, so ist das ja irgendwie auch immer. Ich hoffe, dass wir Weihnachten rum vielleicht endlich mal ein bisschen, die 3 Tage, ein bisschen vielleicht. Wir sind wirklich am Arsch. Die Menschheit ist am Arsch. Wenn hier so ein Ding dran geklebt wird, an einen Selfie-Stick, dass du den nicht im Gewitter benutzen sollst, weil da sonst ein Blitz einschlagen kann, ne? Dass ich mit einer Metallstange in der Hand mich nicht ins Gewitter stelle, ist in meiner Welt selbstverständlich. Poke, poke. Hey, poke mich nicht. Sticker! Es sind Sticker dabei! Schick. Meiner Post bekommen? Theoretisch. Theoretisch. Vielleicht ist es auch eine Stinkbombe. Eine Stinkbombe? Guck mal. Was ist das? Von Imasko und Imamuschen. Ein Adventskalender, aber in einem Retro-Gaming-Style würde ich es jetzt mal nennen. Voll cool. Das ist ja nice. Dankeschön. Steve Irwin pumpte sämtliche Einnahmen aus seiner Fernsehkarriere in Projekte zum Schutz bedrohter Arten. Heute gilt er als australischer Nationalheld. Und natürlich gibt es in der Nähe auch eine Straße, die seinen Namen trägt. Irwin Way. Und weil wir hier in Australien sind, wo selbst der Eukalyptusbaum ein Abenteuer bereithält, erspähte Wimmelbild-Uschi direkt einen wilden Koala in luftiger Höhe. Kein Scherz, während alle anderen nach oben starrten und nichts sahen, hatte sie das Tier schon auf 10 Meter Entfernung lokalisiert. Leute, es ist so geil. Ich stehe so 5 Minuten jetzt hier am Parkplatz, weil die Uschi sich gerade noch einen Sub holt. Wir haben ja gerade die Pakete für euch weggebracht. Und hier ist die Einfahrt. Also, dass das alles so ein bisschen schwierig ist, weiß man. Aber ich stehe keine 5 Minuten hier. Da sind jetzt schon 4 Leute da voll drüber gekachelt. Bei dem einen hat es gerade richtig geknallt. Der ist da richtig aufgesetzt, weil man sieht ja auch, dass das Loch schon ein bisschen tiefer ist. Und wie der Stein auch schon aussieht. Ey, was ist mit den Leuten? Wie schafft man das? Aber der eine hat auf jeden Fall mit der Achse da gerade drauf geparkt. Also, wow. Das ist echt crazy. Ein bisschen gruselig. Komm, einen haben wir noch, oder? Einen kriegen wir noch. Oh, der macht es aber spannend. Oh, da fährt er drauf. Das ist doch nicht normal. Also einmal die Minute fährt da einer drüber. Das finde ich cool. Das ist cool. Wenn der jetzt auch noch drüber fährt, dann haben wir es mehr, aber das ist so klein, das schafft er nicht. Komm. Ja, wird erstmal der Mensch überfahren. Weil die das nicht durchgängig gemacht haben, kommen die einfach dazwischen durch, ne? Der ist abgefallen wahrscheinlich. Ja, Ist kabelbinderisiert. Ja. Ja, doch, das ist da rübergebogen. Ja, nicht fachmännisch. Ja, Epic Universe fertig geschnitten in Rekordzeit gefühlt, aber eigentlich war es nicht Rekordzeit. Ich habe einfach nur nicht geschlafen. Und kommt heute, gestern waren wir auch am Schneiden und machen am Tun und super viel anderen Kram. Und dann kam ein Anruf und es ging etwas schnell und spontan. Also wir waren so ein bisschen auf Standby, weil es in der Schwebe war oder in der Klärung. Und wir sind nochmal schnell in den Moviepark Germany gefahren.
Und ihr habt das ja in unserem Video zu Hollywood Christmas gesehen, dass der Santa Claus am Ende der Closing Show im brennenden Star Trek Operation Enterprise Zug unterwegs ist. Und ja, da haben wir geklärt, dass ich da auch mal mitfahre, um das zu filmen. Und war ein bisschen aufwendiger, das zu klären, dass das auch geht, weil ne, Sicherheit geht immer vor. Und das ist natürlich unendlich sicher, aber muss trotzdem alles gecheckt und geklärt sein. Ja, und dann bin ich jetzt auch mal eine Achterbahn gefahren, die währenddessen in Flammen stand quasi irgendwie. Total verrückt. Epic jetzt gerade hochgeladen, also beziehungsweise gestern schon hochgeladen. Ich musste aber noch mal was korrigieren, weil mit der Musik ein Problem war, obwohl das Musik ist, die ich benutzen kann. Und bevor aber da die Sachen geklärt sind, dass das dann wieder freigeschaltet wird, habe ich gedacht, gut, dann nehme ich einfach was anderes, wo das direkt klar ist. Und ansonsten jetzt noch dieses Santa-Video rüberziehen und ein bisschen anderen Kram vorbereiten. Und wir nähern uns dem Ende des Monats. Wir sind aber gleich noch mal on the run und fahren wieder Richtung Essen. Oder fahren nach Essen, um genau zu sein. Und werden auch zur Grugerhalle fahren. Aber wir gehen nicht zur Essen Motor Show. Habe ich auch Bock drauf, das nochmal zu machen. Das letzte Mal, als ich bei der Essen Motor Show war, ich weiß gar nicht, ob es da JP Performance überhaupt schon gab. Den gibt es ja seit 2012 und ich glaube, das war davor, wenn ich das nicht ganz falsch auf dem Schirm habe. Muss eigentlich kurz nach dem gewesen sein, wo ich noch in Essen zur Berufsschule gegangen bin. Auf jeden Fall gehen wir da nicht hin, sondern zu Philipp Fleiter von Verbrechen von dem an zum Live-Podcast. Ist jetzt auch irgendwie 30 Jahre her, dass wir das Ticket schon haben, aber das ist heute so weit, dass der Tag irgendwann kommt, hat auch keiner ahnen können. Oder vielleicht doch, man weiß es nicht. Genau, das ist auf jeden Fall jetzt mal schnell Stand der Dinge. Herbst-Uschi. Oh, warum ist eine Socke so hochgerutscht? Das sieht ja voll albern aus. Und die andere so runter. Toll. Also, Peinlich. Was sagt ihr? Bisschen das Licht dimmen, damit man das auch schöner sehen kann. Ja, gestern einen wunderschönen Tag noch in Essen gehabt. Wir sind lecker essen gewesen, sind dann zur Grugerhalle rübergefahren. Clevererweise, ich weiß nicht, wer das entschieden hat, aber es funktioniert ja auch, weil diese Halle scheinbar ja auch frei war, in der wir waren. Gleichzeitig zur Essen Motor Show. Und ja, natürlich sind wir abends da, aber dann ist natürlich ein riesen Chaos. Hat aber soweit ganz okay funktioniert. Vor allem die Parkplatzeinwässer hatten Bock und haben Gas gegeben. Was ein bisschen doof war, das Rauskommen, dann hast du halt, es sind 4 Schranken und sind 2 rein, 2 raus. Würde ich dann abends im Abreiseverkehr, switch das doch bitte für einfach alle raus. Oder irgendwas, absolutes Nadelöhr, absolutes Chaos, dann die ganzen Egoisten, na, ich fahr jetzt hier, ich lasse hier keinen durch, wir müssen uns zwar allem einfädeln, aber ja, das Übliche, man kennt das ja. Ja, Verbrechen von nebenan, Live-Show, Tourabschluss, richtig cool, hat Spaß gemacht und crazy, so Publikum, wer kommt denn zu sowas, fand ich auch ziemlich interessant. Auch dumm, nochmal zum Abreiseverkehr, dann kommst du dann nach der Veranstaltung raus aus der Halle, also beziehungsweise in den Vorraum wieder und denkst dir, okay, dann nehmen wir noch einen Drink und dann chillen wir ein bisschen, quatschen ein bisschen und dann kann ja schon mal ein großer Schwung wegfahren und dann machen wir uns ein bisschen später auf den Weg und das ist auch nicht so schlimm. Machen wir oft so, dass man, lasse alle sich mal in den Stau stellen, wir kommen danach. Ja, alles zu, alles verwaist, kannst dir nichts mehr kaufen oder trinken. Was ist das?
Aber dann habe ich wenigstens noch den Helden gespielt, denn bei den Damen jedes Mal die Kloschlangen an allen Klos, die ganzen Treppen hoch. Und bei uns, ich war so der Letzte, der bei uns raus ist aus dem Herrenklo. Ja, also nicht nur, dass alle Pissoirs frei waren, alle Kabinen waren leer. Und dann bin ich rausgekommen, ich so, Mädels, wir haben niemanden bei uns drin und alle Kabinen sind leer. Nutzt die doch einfach mal schnell mit. So, wenn ihr euch traut, da reinzugehen. Aber auch das einmal an die ganze Frauenwelt, das habe ich schon oft beobachtet, dass Frauen, wenn sie dann auf Herrentoiletten kommen und dann so eine Kabine mal eben nutzen bei so großen Veranstaltungen, immer so dann da durchlaufen und schreien, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Mädels, bei der Würstchenparty, keiner von uns sieht irgendwelche Pimmelchen, seht ihr dann auch nicht, wenn ihr reinkommt. Männer zeigen sich nicht gegenseitig den ganzen Tag ihre Pimmelchen. Das macht man einfach nicht und man sieht die nicht. Das ist alles, die hängen dann da in diesen Schüsseln und fertig ist das Ganze. Und ja, müsst ihr nicht so acten. Ist alles gut und die meisten von euch haben sowas bestimmt schon mal gesehen, also ist das auch gar nicht so schlimm. Ist was ganz Natürliches. So, bevor jetzt irgendwie noch mehr über Zipfel hier gesprochen wird, beende ich diesen monatlichen Daily Vlog. Ich muss diesen Kalender umdrehen, das mache ich jetzt in dem Video, dann vergesst das im nächsten Video nicht. Und ja, der Monat Dezember, das sieht dann auch, wir haben ja noch November, dann ja, auch spannend, dieser Monat irgendwie vorbeigeflogen und ja, wir hatten eigentlich letzten Monat schon was vor für Kanalmitglieder, vielleicht schaffe ich das ja diesen Monat. Herrschaftszeiten, ich muss jetzt schnell weitermachen, weil wir noch genug zu tun haben.